Über unsere kleinen Nachbarn, deren Satzbau uns so amüsiert und deren Stadttheaterbudgets wir gerne hätten, reden über Österreich. Erstmal einen schönen guten Abend. Mein Name ist Mareike Beikirch und weil ich Österreich so liebe, habe ich mir einen österreichischen Namen gegeben, Valerie Hirlinger. Österreich ist schön. Seit meinem 15. Lebensjahr bewundere ich, kleiner Ossi, Österreich. Ich wollte immer dorthin. Kriegt man was zu trinken? Und noch eine Gemeinsamkeit. Die Österreicher haben wie die Ossis und die Türken einen gewaltigen Minderwertigkeitskomplex. Sie waren mal Teil von etwas Großem und sind jetzt weit, weit davon entfernt. Halten sich aber insgeheim immer noch für etwas Besseres. Danke, ja. Ich kann es nur noch mal sagen. Ich liebe Österreich. Vor ziemlich genau 5 Jahren habe ich meine Lieblingsösterreicherin kennengelernt. Sie steht hier in der Ecke, die Schnabel-Doris. Und da habe ich mir wieder gedacht, ist das schön. Sogar die Wolken und die Nazis sind in Österreich schön und sagen freundlich, Grüß Gott. Österreich ist einfach nur schön. Das ist das Schöne an Österreich. Und deshalb habe ich mich entschieden, in Österreich zu heiraten. Um endlich meinem Sehnsuchtsland Österreich ein Stück näher zu kommen. Ich habe keinen Versuch unterlassen, um es möglich zu machen, dass ich meiner über alles geliebten Marianne das Ja-Wort in Österreich geben kann. Und somit auch wir Deutschen dort ein Zeichen setzen können. Kommen Sie bitte nach Österreich, gnädige Frau, küsst die Hand. Kommen Sie bitte nach Österreich, in unser schönes Land. Kaufen Sie sich kein Kulturbillet, denn der Gedanke liegt nah, dass Sie sich sagen, mir ist so nett, ich bleib am liebsten da. Die Gegend ist so schön. Was zu trinken kriegen noch hier, oder? Und ich freue mich ganz besonders, dass der österreichische Bundeskanzler heute gekommen ist. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, hallo. Grüß euch miteinander. Liebe Verliebte, Verlobte, Verheiratete, Geschiedene und Beschissene. Wir sind das pulsierende Herz Europas. Und das sind wir, gerne. Mit Demut. Guck mal, da sitzt sie da einfach nur und raucht und guckt da mal über her. Was ist denn das für ein Benehmen? Hier krieg ich jetzt was zu trinken oder nicht? Ja, ich meine, Brüssel war sehr zufrieden mit uns. Und viele andere Staaten waren sehr traurig, als mir die blaue Flagge mit den 12 EU-Sternen aus der Hand gerissen wurde von den Rumänen. An dieser Stelle möchte ich mich auch beim österreichischen Bundesheer bedanken, unserem Garant für unsere Neutralität. was ist denn das für eine Veranstaltung hier? Also ich hätte jetzt gern auch noch was zu trinken. Ich danke allen, die im letzten Jahr mit katholischer Raffinesse in der Flüchtlingsdebatte argumentiert haben. Also es ist wirklich ganz unfassbar, egal was Sie sagen, es klingt faschistoid. Nein, ein besonderer Dank und Gruß geht natürlich an unsere Freunde Bayern. Die Bayern, wo die moralfreie Politik genauso Tradition hat wie bei uns. Denn unsere Vergangenheit, meine Damen und Herren, die ist unsere, eure Zukunft. Warte mal auf, zu spielen jetzt kurz. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir werden uns den Herausforderungen der Gegenwart stellen, indem wir unsere liebe Familie Österreich vergrößern durch neue Liebschaften und Affären. Wir kommen ja eigentlich auch von der Sexualität. Kriege führen mögen die anderen. Du, glückliches Österreich, heirate. Und was dir Maß geben könnte, gibt der anderen, aber dir, liebes Österreich, gibt's dir die göttliche Venus. Und der österreichische Venushügel bei uns, der strahlt in Türkis und in Braun, in blauer Pracht.
wir stolz das Ende und das Patriarchat, genau, also das Ende des Patriarchats, oder wie man das halt will. Als dann, meine Damen und Herren, Prost! Ja, wie denn? Womit denn? Krieg ich jetzt mal was zu trinken? Bitte hier? Bier. Und Musik, na sicher, geht schon. So ein bisschen leiser, wenn es geht, ne? So ein bisschen eine Hintergrundatmosphäre. Das wäre gut. Meine Damen und Herren, greifen Sie zu, es gibt Schnaps von der Zirbe. Ohne Liebe ist ja das Leben wie irgendwas Fades, Geschissenes halt. Es freut mich deshalb wirklich ganz außerordentlich, dass wir diesen heutigen Freudentag im elitären Umfeld der schönen Künste feiern können, hier im Maxim-Gorki-Theater Berlin. Ich bin ja auch ein kleiner Künstler, ein Staatskünstler. Und ihr wisst ja alle, was bei euch in Berlin die Mauer ist. Das ist bei uns in Wien die Oper. Kulturgut, Erinnerung, Tourismus, Wirtschaftsstandort. Und seit 150 Jahren wird an der Wiener Staatsoper eine Kultur gelebt, die nicht nur Markenzeichen der Tradition ist, nein, nein, sondern ein Zeichen unserer Gesellschaft, ihrer Werte und überhaupt bedeutet. Ja, und genau deshalb habe ich für dich, Marianne, und zu Ehren Österreichs niemand Geringeren als die Grande Dame des Maxim-Gorki-Theaters darum gebeten, heute einen Klassiker der Operette neu zu interpretieren. Wir erleben jetzt für dich, liebe Marianne, eine Interpretation eines der bekanntesten Stücke des großen Wiener Walzerkönigs. Begrüßen Sie mit uns Lindy Larsen und an der Querflöte Orit Nachmias. Wiener Blut. Wiener Blut, eigener Saft, voller Kraft, voller Glut. Wiener Blut, du erhebst, du belebst unseren Mut. Wiener Blut, I'm not working those days. Jetzt komm schon, jetzt zieh dich nicht so. Also wenn ich in Österreich aufgewachsen wäre. Ja, genau. Wo wäre das? Also gut, wenn wahrscheinlich in irgendeiner kleinen Gemeinde, in irgendeiner enttäuschenden Landschaft. Aha, das ist spannend, darauf trinken wir jetzt. Oh, Prost! Prost! Ich verstehe die Regeln von diesem Spiel nicht. Was gibt es eigentlich wirklich? Den Yeti, das Ungeheuer von Loch Ness oder C, die Historienkommission der FPÖ? Boah, schwer. Und geht schon Prost! Meine Damen und Herren, welcher Fluss ist dreckiger? Die Spree oder die Donau? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Donau dreckiger ist oder die Spree. Doch. Die Donau ist einer der 10 dreckigsten Flüsse weltweit. Und darauf trinken wir jetzt. Prost! Echt jetzt? Also ich meine, die
schöne blaue Donau. Dabei habe ich schon die Tretboote reserviert für unseren FKK-Junggesellenabschied auf der Donauinsel. Wo findet man denn eigentlich das beste Kipferl auf der Welt? In der Türkei. Nein, falsch! Bei uns am Acker und bei uns jetzt ja! Also jetzt würde ich wirklich gern das Lied von Reinhard Fendrich spielen. Ich habe nämlich noch was vorbereitet. Liebe Wanderin? Ja. Muss mal bitte mitkommen. Ich habe sehr lange geübt. Bis das Brennen in mir fühlst und mich nie besitzen willst, brauch ich dich. Wirst den Grund, warum's bei mir bist, nimmer warst, wirst an mir einfach an Ohren gefressen hast, weil ich nur bei dir daheim bin, wirst der Wahnsinn bist für mich, steh auf dich. Jeder Kater ist auch ein kleiner Topf. Ja, ich bin ja auch etwas derangiert. Ich hätte nicht gedacht, das, was ich immer schon gesagt habe, was davon leider nicht besser wurde, noch einmal sagen zu müssen. Österreich, ein Land, das sich meldet. Und auf diesem Meldezettel steht, es ist wieder soweit. Wir sind wir. Was er gesagt hat. Nur er selbst steht unerschütterlich da und sagt etwas, das nichts ist und glaubt an sich. Sie stehen auch zu ihm, glaube ich. Ich höre allerdings nichts. Er spricht noch immer. Nein, er sagt eh nichts. Nur keine Sorge. Was? Immer noch nichts? Man sollte meinen, wir hätten die Sprache verloren, angesichts des Todes von Millionen Menschen, an dem wir natürlich nicht schuld waren. Bitte, wie denn auch? Wir waren gar nicht da, wir sind zu jung, wir haben ein Alibi. Wir sind ja nie an etwas schuld, daher können wir das doch einmal probieren. Nur anders, diesmal ganz anders. Es wird uns schon was einfallen. Doch die Feier ist abgesagt. Wir selbst wurden abgesagt. Es folgt der Abgesang. Und es folgt das, was die Öffentlichkeit froh als ihre Meinung ausgibt. Woher sie die wohl haben? Also Entschuldigung, ist ja schön, wir haben Ihnen den Raum gelassen, hier alles zu sagen. Wer sind Sie denn, verdammt nochmal? Kann jetzt jeder hier was sagen, oder was? Wo kommen Sie denn her? Ich bin den Körpern meiner Eltern entkrochen. Ja, entkommen bin ich ihnen leider nicht. Er ist bei der Vandalia, aber kein Nazi. Aber sind die alle in der Burschenschaft? Ja, Oder? fast die Hälfte. Hier. Nein, in der österreichischen Bundesregierung. Heute vor einem Jahr ist sie fort. Wer bitte? Na, meine Mama, Herr Bundeskanzler. Ja, so ein Jahr, das ist ja schnell um, gell? Bis 20 geht's im Schritt, bis 40 im Trab und nach 40 im Galopp. Bin ich froh, dass ich erst 32 bin. Ich will ja gar nicht alt werden, nein. Ich möchte jung bleiben und frei und geil und... Na, jetzt mache ich noch so 3-4 Legislaturperioden, dann bin ich 50 und dann, Gott behüte, mache ich Karriere in der EU.
Ja, und da werde ich halt die paar wenigen braven Leute dann verteidigen. Aber guck mal, die da sieht doch aus wie ein Nazi. Die Nee, das ist die Außenministerin. Das ist der Verteidigungsminister. da. Nazi? Nee. Nein, kein Nazi, ne? Schon klar. Ja, klar. Ja, wenn man nicht mehr will, dann kann man ja auch ganz allein sein. Das zwingt einen ja niemand. Geht man ins Zimmer, sperrt zu und bleibt drin, bis man verwest. Das könnte man machen. Da könnte man so 3 Wochen drin liegen, 4 Wochen. Und das Haus ist ja groß genug. Da würde man nicht mal den Gestank merken. Wenn wer verdirbt, dann riecht man es ja gar nicht. Und irgendwann findet man nur noch eine Kette mit einem kleinen Kruzifix dran und ein Skelett, weil es verhungert ist. Und was An ist sich denn selbst. dem da, der da hinten? Ja. Ja. Konzentrieren. Ja, konzentrieren. Konzentrieren. Ja, okay, aber kein Nazi. Nee, kein Nazi. Aber die da? Die da? Ach, die ja, die sind Nazis. Ach, die sind alle Nazis. Lauter Köpfe und Nazis. Also die nicht, aber die sind alle Nazis. Ja, ja. Was ist denn aber mit der Kellnerin da? Ja, die ist katholisch, die kennt alle und weiß von nichts. Fräulein, ich wäre gerne Palatschinke. Ein kurzes Leben, das auf Darlegen und mit Nutella bestrichen besteht. Dankeschön! Sag mal, Bundeskanzler. Ja. Sag mal, weißt du, Bundeskanzler, eins muss man euch in Österreich wirklich lassen. Ihr glaubt ja wirklich, ihr seid was Besseres, ne? Also ich meine, diese ungenierte Dekadenz. Ja, das können wir schon ganz gut, ja? Ja, aber diese tiefergehende Überheblichkeit, dieses Feiern der Arroganz sozusagen, ne? Die Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja, das geht ja vielleicht zurück. Das geht zurück bis nach Windobna. Ja. Ja. Die römische Siedlung. Ja, sicher. Ja, nein, bestimmt. Ja, geht schon. Nein, ja, bitteschön. Bitte, ja. danke. So tausende römische Soldaten, die das Imperium Romanum sichern und sich in Tavernen, Bädern und Bordellen vergnügen. Ja, so nackerte und halbnackerte Männer, die da irgendwo am Boden liegen und sich so Weintrauben in den Rachen reinhängen lassen. Geht schon. Ich sag mal so, Schauspieler, Gladiatoren, ja, treten auf, muskulös, skandalös und obszön und provokant, aber nur Männer. Ehrlos, aber damals schon super. Lies die 4. Zeitung zum 3. Kaffee und mix Dialekt mit Deutsch und Englisch und... Also so stellst du dir das vor, Bernd König? Ja, und dann sagst du... Ja, das ist halt unser Wien. Nein. Dann sagst du dann sagst du so ein Wort, ja, und machst so eine Geste. Und dann machst du diese Geste und dann sagst du dieses Wort. Verstehst du mich denn nicht? Lorbeerkranz. Ein neuer Tanz. Schwingt Rhythmus. In die Hüften. Man sieht, was diese Nacht zu sagen hat. Fragt nicht nach. Fragt nicht nach. Konzentriert euch. Neuen, alten Werten. Seht weißes Licht. Ich kann es nicht mehr lesen, ne? Die Nacht gehört uns bis zum Morgen. Die Illusionen, Sensationen, lohnen. Give me more. Geht das?
Gut. Die Nacht ist Valerie? Valerie? In dieser unpersönlichen, unterkühlten Stadt. Du bist meine Familie. Du bist mein Kakao in der Cocktailbar des Lebens. Mein Telefonat mit der Mama, wenn man im Ferienlager gehänselt wird. Du bist mein Bier in Situationen sozialer Anspannung. Und am nächsten Tag bist du mein Soda aus dem Kühlschrank, wenn ich denke, verbrannt zu verrecken. Du bist mein Zyniker am Hippie-Lagerfeuer. Mein Hippie auf der Zyniker-Vernissage. Du bist alles, was ich habe. Hauch mich an. Es ist doch nur ein Schwips, den ich da habe, ein Damenspitz. Man feiert doch nicht alle Tage Verlobung. Ich möchte mich jetzt hier ausziehen. Valerie, bitte, bitte, konzentrier dich jetzt, bitte. Ich muss jetzt ganz dringend mal mit dir reden, ja? Also, wir haben ja immer gesagt nein. Also nicht alle, ja? Es gibt schon welche, aber nicht alle. Und Valerie, du weißt, ich mag wirklich nicht pauschalisieren, aber ich glaube, wir haben uns geirrt. Die sind Nazis. Das sind alles Nazis. Das sind alles Nazis. Die sind alle Nazis, weil dort Nazis legal sind bis an die Spitze. Ich glaube, die wissen noch nicht mal, was Nazis sind, weil Nazis dort so normal sind. Valerie, liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Gut, dann lass uns bitte nicht nach Österreich einheiraten, ja? Liebst du mich also nicht? Valerie, jetzt sei doch nicht immer so misstrauisch. Ich liebe dich, aber ich muss jetzt einfach mal prinzipiell davon ausgehen, dass das hier alles Nazis sind. Ich will, guck sie dir an. Schau sie dir an, wie die schreien und rumschimpfen. Fräulein, komm mal her. Schimpf mal. Schimpf mal was. Jetzt schimpf mal so schier, wie ihr da immer schimpft. Depperter, Gefrasser, geschissener, Ortschwarz, Sitzen, Trutschen, Funden, Siehst du, mit sowas will man doch nicht den Nachbarn zeigen. Biskuren, Trampeln, Okrander, Ich würde mich ja sehr gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Koffer, aber die Brotsäckler, lassen mich überzeugen. halt die Backen, du geschissenes Biefke-Arschloch, Trali. Ey, du Mistvieh! Am liebsten hätte ich sowas abstechen. Und wenn es dann auch mit dem Messer in der Gurgel herumrennen müsst wie eine Sau. Die katholische Kirche duldet nämlich nur den katholischen Menschen, keinen anderen. Alles andere wird nicht geduldet. Alles andere wird vernichtet. Und es gibt jetzt mehr Nazis in Wien als 38. Jetzt kommen sie wieder aus allen Löchern heraus, die über 40, nein, die über 80 Jahre zugestopft gewesen sind. Und es ist jetzt noch schlimmer als 38. Zum Judenhass ist jetzt noch der Hass auf Muslime gekommen. Und das, Valerie, das passt zur reinsten, absolut unverfälschten Natur des Österreichers und der Österreicherin, aber nicht zu uns. Valerie und Marianne, ich gestatte mir nun, aus dieser wunderschönen österreichischen Flasche auf euer Glück und die Gesundheit und dass ihr ganz viele deutsche Kinder bekommt. Kannst du mir ein Mikro geben? Hallo! Moment Jetzt sind wir ganz allein. Und das ist ganz klar. Nein, ich muss ein bisschen saufen, das geht sonst nicht. Ich mach mit. Ganz oben auf der Liste, ja, da steht. Du musst mir schon verzeihen, aber naja, ich liebe dich. Und naja, ich bin neu verliebt. Die Sterne schreiben meinen Namen auf das Bier, damit er hell in euren Augen brennt. Denn ich bin nur ein Egoist, der mit der mir am nächsten ist. Und ich bin ein Egoist, die
Ego, 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 yes. Basti Kurz, I dedicate this song to you. Na, da brauche ich mal einen Schnaps. Entschuldigung. Ich bin der Märchenprinz, Mama, Märchenprinz. Mama, ich bin der Märchenprinz.